Und was genau ist denn nun eigentlich Augenhöhe? Ich möchte das am klassischsten aller Beispiele zeigen. Eine Frau, ein Mann, die haben eine Beziehung, die lieben sich eigentlich und da passiert es trotzdem, dass die sich verletzen. Und jetzt kommt es darauf an, wie man mit diesen Verletzungen umgeht. Es kann sein, dass die Frau, die arbeitet, trifft einen Mann und geht fremd. Der Mann, der findet das raus. Und nun geht er zur Frau und sagt, hey, das ist aber überhaupt nicht cool, was du da machst. Ich fühle mich da echt verletzt in meinen Gefühlen. Das ist irgendwie nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Frau darauf reagiert. Wenn die auf Augenhöhe reagiert, dann sagt sie, das ist mir jetzt peinlich, dass du das so erfährst oder rausfindest. Ich habe dich verletzt, ich sehe das, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich verletzt habe. Ich sehe, du bist wütend, deine Wut ist gerechtfertigt. Lass uns mal unsere Beziehung anschauen. Und das würde eigentlich die beiden wieder zusammenbringen. Das würde da wieder ein Magnet kreieren. Das würde wieder Nähe kreieren zwischen den beiden. Im Beispiel, das ich im letzten Video gebracht habe, passiert das Gegenteil. Und ich möchte anhand von ein paar Beispielen und auch Spekulationen aufzeigen, was denn da genau passiert. In dem Beispiel, das ich im letzten Video gezeigt habe, da geht es um ein Ehepaar und da geht der Mann fremd. Der geht fremd, die Frau findet es raus und sagt, hey Mann, das ist überhaupt nicht cool, was du da machst. Das verletzt mich. Und da reagiert der Mann nicht auf Augenhöhe. Der geht auf die Frau los, sagt, du Miststück, du verdammtes, kleines, mieses Miststück, du bist nichts wert und macht so die Frau dafür verantwortlich, dass er fremd geht. Also der rechtfertigt sich, indem er seine Frau erniedrigt, dass er fremd geht. Und das ist alles andere als Augenhöhe. Da entsteht keine Nähe mehr, sondern da entsteht nur noch mehr Distanz. Da hat der Mann schon Distanz geschaffen, indem er fremd geht. Und mit seiner Reaktion jetzt, dass eigentlich die Frau schuld ist, kreiert er noch mehr Distanz. Was er aber auch macht, ist, er beschämt die Frau. Er beschämt sie, dass sie die Schuldige ist. Und da kann man jetzt sagen, ja, das kann man annehmen oder nicht, diese Scham, aber vielfach in so einer Dynamik sucht die Frau dann die Schuld bei sich, dass sie vielleicht nicht gut genug ist im Bett, dass sie nicht schön genug ist, was auch immer. Aber in vielen Fällen übernimmt die Frau diese Scham. Kann aber auch umgekehrt sein, ja. Aber ich möchte bei dem Beispiel bleiben vom letzten Video. Nun haben die beiden 3 Kinder. Die Kinder, die schauen diesem Krieg da, den die beiden Ehepartner führen, zu. Und beim Mann ist es nun so, dass der hat das ja gerechtfertigt. Der hat ein Recht. In seinen Augen hat er ein Recht, fremd zu gehen. Das vertritt er gegen außen, gegenüber seiner Frau. Und der hat auch keine Hemmungen, das zu zeigen gegenüber seinen Freunden. Seine Freunde und die Familie, die weiß, dass der Mann fremd geht. Der hat da keine Scham. Und er beschämt aber seine Frau. Was jetzt hier passiert, je mehr er fremd geht, desto gewalttätiger wird er.
Der wird immer stärker gewalttätig. Seine Jähzornsausbrüche, die werden mit jedem Fremdgehen und mit jeder Reaktion der Frau stärker. Der geht dann auch auf die Tochter los, beschimpft die Tochter, dass sie nichts wert ist. Oder wenn die Tochter Schmerzen hat, die Tochter ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen, die hatte von Geburt an Schmerzen. Wenn die Schmerzen hat, dann beschimpft er die Tochter, dass sie mal endlich auf die Zähne beißen soll und dass sie stark sein soll und dass sie nicht so ein Schwächling sein soll. Also die Beschimpfungen und die Beschämungen der Frau und der Tochter, die werden hier immer heftiger. Und das ist nicht nur keine Augenhöhe, aber hier passiert etwas, das sehr, sehr wichtig ist, in meinen Augen. Dieser Mann gibt das gegen außen sicher nicht zu, dass er sich schämt. Aber innen drin, hier in seiner Seele, in seinem Herz, in seinem Unbewussten, weiß er eigentlich, dass das nicht richtig ist, was er da tut. Und mit jedem Mal, mit jedem Angriff, den er da startet gegen seine Frau oder gegen seine Kinder, mit jeder Schüssel, die er an die Wand wirft und mit jedem Möbelstück, das er kaputt macht, füllt er sein Glas mit Scham. Und je intensiver diese Kämpfe werden, desto weniger kann hier die Augenhöhe wiederhergestellt werden, weil dass dieser Mann dieser Frau wieder wirklich so in die Augen schauen kann, so hinstehen kann und schauen in die Augen und sehen, was da passiert. Dazu müsste er zuerst sich selber reflektieren können. Er müsste sich selber sehen können und sich selber annehmen können in dem, was er eigentlich da ausrichtet und angerichtet hat in dieser Familie. Diese Scham und dieses Verhalten übernehmen die Kinder. Die Tochter, die ist die Älteste und die hört immer wieder, du bist die Älteste, du musst stark sein, die hört das vom Vater, beiß mal endlich die Zähne zusammen, sei nicht so ein Schwächling. Die Mutter sagt zu ihr, du bist mal stärker als ich und du kannst das mal besser als ich, weil die Mutter, die schämt sich eigentlich dafür, und das hat sie mindestens der Tochter gegenüber irgendwann erwähnt, dass sie sich schämt, dass sie nicht gegangen ist, dass sie das mit sich hat machen lassen. Und da ist bei beiden, beim Ehepaar, da ist sehr, sehr viel Scham. Und die Kinder übernehmen das. Also die Tochter, die versucht in der Familie, durch das, dass sie die Rolle bekommen hat, dass sie die Starke ist und dass sie mal endlich die Zähne zusammenbeißen soll und dass sie stärker ist als die Mutter und. All diese Glaubenssätze, die sie mitbekommen hat, durch das versucht die Tochter hier in der Familie immer wieder auszugleichen, die beiden Eltern zu balancieren. Und die ist einmal mehr loyal zur Mutter und dann wieder mehr loyal zum Vater und versucht hier die Balance zu finden, was ein Balanceakt der Unmöglichkeit ist. Das ist nicht möglich, dass ein Kind die Verantwortung für die Eltern übernimmt. Und das hat diese Tochter aber versucht, lange Jahre, auch noch nachdem sie erwachsen war, hat das bis ungefähr 25 Jahre hat die das versucht, da die Eltern zu balancieren. Die ist früh ausgezogen. Der zweite Bruder, der hatte
Todesurteil eigentlich schon, als er zur Welt kam. Der ist früh gestorben, ist mit 22 gestorben und der wurde vom Vater auch nicht wirklich beachtet. Da gab es so Szenen, dass der Vater dem Sohn den Kopf in die heiße Suppe gedrückt hat, weil der Vater mit der Behinderung oder mit was auch immer nicht umgehen konnte. Auch hier wieder, da war nachher so viel Scham, dass wenn man dem das gesagt hat, dem Vater, dann wollte er das nicht hören. Und Augenhöhe, auch hier wieder, wäre wirklich, dass man Verantwortung übernimmt und sich ob das nun bei der Tochter ist oder beim Sohn, entschuldigt. Das wäre Augenhöhe und das wäre Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen von dem Vater würde auch heißen, dass er sich ändert, wenn er merkt, was er da eigentlich macht, anstatt sich zu rechtfertigen. Also der mittlere Sohn, der ist früh gestorben. Der jüngste, der war immer Zuschauer. Der hat sich verkrochen, wenn da die Kämpfe stattgefunden haben. Die Tochter hat versucht zu balancieren und zu medieren oder was auch immer die da probiert hat. Und die Kinder nehmen aber dieses Verhalten mit. Der Kleinste, der hat gesehen, wie seine große Schwester vom Vater auch misshandelt wurde. Der hat da zugeschaut, wie die Mutter misshandelt wurde vom Vater und wie die Schwester misshandelt wurde. Und das Rollenbild, das der Vater dem Sohn da vermittelt, ist ein ungesundes Rollenbild. Auch das Rollenbild der Mutter, das ist nicht unbedingt ein gesundes Rollenbild, das vermittelt wurde für die Tochter. Nun sind die beiden Kinder erwachsen, die Kämpfetage, die haben nie aufgehört, die sind immer weitergegangen. Der Vater, der hat irgendwann Geld aus der Firma versteckt oder rausgezogen, so hinter dem Rücken der Ehefrau, und hat das auf ein Konto gemacht, von dem die Frau nichts wusste. Und die Ehefrau, die Mutter, die hat aus Angst, weil der Ehemann sie immer wieder bedroht hat, die Geld versteckt vor ihrem Ehemann für die Kinder als Sicherheit. Jetzt diese Familie, die hat gegenüber der Gesellschaft, haben die als perfekte Familie gegolten. Die haben das perfekte Mittelstandsfamilienbild abgegeben. Der Vater mit dem dicken Amerikanerauto, die Mutter mit einem kleineren Auto, mit einem Einfamilienhaus, mit einem Geschäft, so eine typisch mittelständische Familie, und die haben diese Rolle gegen außen sehr, sehr gut gespielt. Die Kinder, die ziehen beide aus, die sind sich nicht sehr nahe wegen dem Altersunterschied. Der Sohn, der verliebt sich in ein Mädchen in der Schule und die sind seit da zusammen, die haben geheiratet und haben eine Familie gegründet. Der Sohn ist dann irgendwann zum Vater gegangen und wollte Land von seinem Vater oder von seinen Eltern. Und das ging alles hintenrum. Hier ist die Tochter und hier ist die Mutter. Und hier ist der Vater und hier ist der Sohn. Der Sohn ging zum Vater und gesagt, ich will bauen, kannst du mir Land geben? Und die Eltern haben gesagt, ja, das bekommst du, das Land gehört eigentlich der Mutter.
ja, wir geben dir Land. Also das gehörte der Mutter, aber der Vater dachte, dass es ihm gehört. Die haben ihm Land gegeben und die Tochter hat das hintenrum erfahren. Und jetzt auch hier wieder, das ist nicht Augenhöhe. In einer Familie, in der die Eltern sich selber auf Augenhöhe begegnen, die würden da sagen, hey, und gegenüber den Kindern Verantwortung übernehmen, die würden sagen, lass uns das besprechen in der Familie. Wir wollen nicht, dass es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Das haben weder die Eltern gemacht, noch hat sich der Bruder das überlegt. Er ist auch nicht zu seiner Schwester gegangen. Die Schwester, also hier ist die Familie, das steht nun für Familie. Die Schwester und die Tochter, die hat sich gemeldet beim Vater und der wurde wütend, als die Schwester irgendetwas gesagt hat. Können wir das bitte besprechen? Der wurde wütend, genauso wie er wütend wurde, wenn seine Frau ihn erwischt hat, wenn er fremdgegangen ist. Der hat die Tochter klein gemacht. Aber Augenhöhe wäre jetzt hier gewesen, wenn der Vater gesagt hätte, ja, ich verstehe, dass du da auch mitreden möchtest und wir haben uns das so und so gedacht. Das hat er nicht gemacht. Die Tochter hat sich dann bei dem Bruder gemeldet, hat ihm einen Brief geschrieben, hat gesagt, hey, ich möchte es mit dir besprechen und auch mit der Mutter. Der Bruder hat sich umgedreht und hat gesagt, nee, das diskutiere ich nicht mit dir. Und die Mutter, die hat dann beschlichtigt und hat gesagt, hey, unterschreibe jetzt einfach die Verträge, weil die Tochter im Land eingetragen oder in einem Teil vom Land eingetragen war, das der Bruder wollte. Er gibt jetzt das Land frei, unterschreibe jetzt einfach alles und steht einem Bruder nicht im Weg. Da sind dieselben Mechanismen, haben da funktioniert, wie schon als Kind. Du bist die Ältere und du musst jetzt vernünftig sein. Und die Tochter, die war vernünftig und hat das einfach unterschrieben und ist wieder gegangen. Weil die Tochter, die wollte eigentlich auch selbstständig sein und die wollte sich da, aber die wollte ein eigenständiges Leben führen, die wollte auch nicht abhängig sein und trotzdem hätte sie gern diese Transparenz gehabt und auch die Sicherheit von den Eltern, hey, wir sehen dich auch, du bist auch unsere Tochter. Noch ein Jahr später wollte die Tochter eine Wohnung kaufen und ist zum Vater gegangen und hat gesagt, Vater, ich möchte gerne eine Wohnung kaufen, kannst du mir helfen? Der Vater sagt nein. Und er sagt nein, indem er die Tochter klein macht. Er sagt, das ist eine Scheißidee und ich helfe dir nicht für so einen Blödsinn. Und der Vater war aber sehr, sehr gut mit Immobilien. Der hatte eine gute Nase. Und die Tochter, die wusste eigentlich auch, dass diese Immobilie, die war im Zentrum, die war 5 Minuten vom Hauptbahnhof von Zürich entfernt. Das ist eine Wohnung, die man heute nicht mehr bezahlen kann. Das wäre eine gute Investition gewesen. Und der Vater hat ihr das verweigert. Der Vater hier, der ist ja nicht verpflichtet, seiner Tochter Geld zu geben vom Gesetz her und die Tochter hat das dann einfach auch akzeptiert. Was aber Augenhöhe gewesen wäre hier, wenn der Vater gesagt hätte, ich kann nicht, es tut mir leid. Wir haben deinem Bruder das Land gegeben und wir haben Angst, dass es für uns nicht reicht. Das wäre Augenhöhe gewesen, das hätte die Tochter verstanden. Und die hat das trotz den Übergriffen, die so waren, hat die Tochter das akzeptiert.
Und hier möchte ich einfach einmal sagen, wir Frauen, wir akzeptieren manchmal viel zu viel von unseren Vätern oder auch von unseren Brüdern oder auch im Arbeitsleben. Wir haben das so in unseren Zellen noch drin, dass wir Übergriffe akzeptieren und Ungerechtigkeiten gegenüber uns Frauen, die wir nicht akzeptieren müssen. Weil was hier in dieser Familie passiert ist, das ist Diskriminierung von dem Mädchen. Da hat der Vater das Mädchen diskriminiert. Er hat gesagt, ich helfe dem Bruder, aber dir helfe ich nicht. Und hat das gerechtfertigt mit dem, dass die Tochter zu blöd ist, um etwas Gutes, um da ein gutes Projekt zu bringen, das dem Vater würdig wäre. Und die Diskriminierung, die wurde noch mehr sichtbar, als der Bruder vom Vater Geld wollte für seine Firma. Da ist der Bruder und die Schwester, da ist der Bruder zur Schwester gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte gern die Firma kaufen, in der ich arbeite und ich brauche Geld. Und die Schwester konnte die Wohnung ja nicht kaufen dann. Also die hat sich dann geschämt, die Schwester, die hat sich geschämt, um jemand anderen um Hilfe zu bitten. Also die hätte Freunde gehabt, die sie um Hilfe bitten hätte können und die hat sich geschämt, das zu machen. Weil die hat sich so den Panzer zugelegt als kleines Mädchen. Ich bin selber stark und ich kann das selbst und wenn mir mein Vater nicht hilft, dann mache ich das irgendwie selber. Die hat sich geschämt, um Hilfe zu bitten und hat hier ihrem Bruder, als der Bruder kam, ich möchte die Firma kaufen, gesagt, ja, ich hab noch Geld, ich kann dir Geld geben, ich kann dir auch helfen. Und der Bruder wollte das nicht, er hat gesagt, ich gehe zum Vater, ich will vom Vater Geld. Und die Tochter hat den Bruder gebeten, Bruder, letztes Mal, als du da dein Land bekommen hast, das habt ihr alles hinter meinem Rücken gemacht. Und das war nicht fair von euch. Das hat mich getroffen und ich habe mich da hintergangen gefühlt. Und der Bruder sagt, ja, das verstehe ich. Ich werde dich einbeziehen. Der Bruder hat seiner Schwester ein Versprechen gegeben. Ich verstehe dich. Ich werde dich einbeziehen in diese Diskussion mit dem Vater. Und der macht das jetzt nicht. Der geht hin zum Vater, kriegt Geld und kauft seine Firma und meldet sich bei seiner Schwester nicht mehr. Die Schwester hat ein halbes Jahr später irgendwann wieder durch Zufall erfahren, dass ihr Bruder jetzt die Firma gekauft hat. Da hat der Bruder seine Schwester verletzt mit dieser Handlung. Die Schwester reagiert und sagt, hey, du hast mir doch versprochen, dass du mich einbeziehst. Was ist hier los? Und da wird der Bruder wütend. Da reagiert er ähnlich wie sein Vater. Sei jetzt nicht so zimperlich und was machst du jetzt da für ein Theater? Hier sind die Verträge und schickt dir per E-Mail 2 Verträge. Das ist nicht Augenhöhe. Dieser Bruder, da spürt man so ein bisschen schlechtes Gewissen. Vielleicht ist es unbewusst, weil der rechtfertigt sich ja, der ist sich ja sicher, dass das okay ist, was er da macht. Aber irgendwie mit der Reaktion spürt man da auch, der merkt das schon. Die Tochter findet ein paar Monate später raus oder hört von ihrem Vater,
dass das eine die Verträge waren, das Darlehen, und dass der Vater aber so noch eine Zahlung direkt an den Verkäufer geleistet hat und nicht dem Bruder das Geld gegeben hat, sondern eine direkte Zahlung an den Verkäufer gegangen ist. Und das ist jemanden aus der Familie ausschließen. Das ist keine Augenhöhe. Da passiert hier eine Lüge. Also das ist nicht nur, dass der Bruder sich nicht an sein Versprechen hält, sondern hier zwischen dem Vater und dem Sohn wird eine Vereinbarung getroffen, von der die Tochter oder die Schwester nichts wissen sollte. Was zwischen den beiden Geschwistern hier passiert, ist das. Und diese Distanz, die wird vom Vater und vom Sohn gemeinsam geschaffen. Das ist eine weitere Diskriminierung der Schwester oder der Tochter vom Sohn und vom Vater, weil so die Gesellschaft oder das Gesetz geht eigentlich davon aus, dass Eltern ihre Kinder gleich behandeln. Und da gibt es aber Gesetzeslücken natürlich, wie es das überall gibt, die es dann trotzdem wieder ermöglichen, dass da die Söhne besser behandelt werden als die Töchter. Und das ist ja auch das sind ja alte Glaubenssätze, die von Generation zu Generation, also von oben, von Generation zu Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wurden. Weil noch vor 100 Jahren hat man den Hof dem Sohn gegeben. Da haben sie in den Bauernfamilien hat man den Hof dem Sohn gegeben und hat die Tochter verheiratet, und da musste dann der Ehemann für die Frau schauen und die Frau hat nichts bekommen. Und das hat sich ja mittlerweile zum Glück auch geändert. Aber das, was hier in der Familie passiert, von den beiden Männern, das ist nicht Augenhöhe, und die Mutter hat ja da einfach zugeschaut, die hat da auch nichts gemacht. Was die Mutter aber gemacht hat, ist mit dem Geld, das sie versteckt hat vor ihrem Ehemann, die wollte eigentlich die Kinder schon schützen, oder die wollte eigentlich die Tochter schon schützen. Die hat ja der Tochter erstens das Geld anvertraut, und die hat der Tochter auch immer wieder gesagt, ich will, dass ihr gleich viel habt. Ich möchte, dass das so ist wie in meiner Familie. Ich möchte, dass ihr keinen Streit habt, weil die Mutter, die ist das waren 6 Kinder, und das waren 4 Mädchen oder 4 Frauen und 2 Jungen oder 2 Männer am Schluss. Und die haben immer sehr auf Augenhöhe diskutiert. Die Eltern, die haben da ja den Ehe- und Erbvertrag gemacht, und die Tochter, die wusste hier von der Mutter, von dem Geld, und die Tochter, die wusste auch, dass der Vater Geld vor der Ehefrau versteckt. Und die Tochter, die hat versucht, irgendwie seit sehr jungen Jahren einen klaren Kopf zu haben in diesem Chaos und in dieser Familie. Die war eigentlich loyal zum Vater und die war auch loyal zur Mutter. Also die wusste von diesem Geld und die wusste von dem Geld. Und weil sie so loyal war gegenüber beiden, aber trotzdem einen Gerechtigkeitssinn hatte und Balance wollte und
Transparenz wollte in der Familie, hat die Tochter, die hat sich dann beim Vater gemeldet, als die den Ehe- und Erbvertrag gemacht haben. Und da hat die Tochter zum Vater gesagt, hey Vater, ich weiß, dass du da Geld versteckst. Und jetzt wird es einfach Zeit, dass du Verantwortung übernimmst und dass du ehrlich bist gegenüber deiner Frau. Ich möchte gern, dass dieses Geheimnis jetzt aufgelöst wird, wenn ich den Vertrag unterschreiben soll, wenn ich den Ehe- und Erbvertrag von euch unterschreiben soll. Und ich hätte gerne Transparenz. Und der Vater, der wurde so wütend, dass er mit der Tochter nicht mehr geredet hat. Der hat ihr das Telefon aufgehängt und dann nie mehr mit ihr geredet. Und das ist heute etwa 13 oder 14 Jahre her. Die Tochter und der Vater, die reden nicht miteinander. Da kam nachher, als die Mutter starb, noch sehr viel dazu. Und dann, die ging auch zur Mutter. Und die Tochter, die wollte immer Augenhöhe. Die hat immer versucht, so Klarheit und Transparenz zu schaffen in dieser Familie. Die ging zur Mutter und hat gesagt, hey, Mutter, ich schätze das, dass du mir so vertraust und ich habe dir jetzt in den letzten 25 Jahren immer gesagt, sag das Geheimnis meinem Bruder auch. Ich möchte, dass da Transparenz herrscht und ich möchte, dass du das jetzt machst. Ich werde den Vertrag nicht unterschreiben, wenn du und dein Ehemann, wenn ihr nicht zusammen ehrlich sein könnt, wenn ihr das nicht auf die Reihe bringt. Und die wollte die Eltern eigentlich dadurch zwingen, dass da eventuell, dass dieser Kampf aufhört, dass die eventuell da am Ende ihres Lebens doch noch ein Augenhöhe haben. Die Mutter, die hatte Angst, die hat gesagt, ich kann nicht, ich muss hier einen guten Moment treffen, ich habe Angst, sonst tickt er wieder aus und hat das nicht gemacht. Und das ist dieses Ehepaar, diese Eltern, die haben 50 Jahre miteinander gelebt, die hatten eine Familie und die haben nach 50 Jahren hat da noch so eine riesige Distanz zwischen den beiden geherrscht. Der Vater, der offensichtlich oder ziemlich sicher auch ein schlechtes Gewissen hatte, der ist ja nicht ohne grundlos wütend geworden auf die Tochter. Und das hat ja nichts mit der Tochter zu tun. Diese Wut hier von dem Vater auf die Tochter, die Wut hat mit dem zu tun, dass er auf sich selber wütend ist. Genauso wie dieser Mann auf sich selber wütend war, als er die Ehefrau betrogen hat. Das ist, wenn man sich selber nicht reflektieren kann und das nicht spiegeln kann und nicht hören will, dass man jemand anderen verletzt, dann kommt das über Scham, kommt da dann Wut hoch und da spielt ja auch Angst dann eine große Rolle, dass man Angst hat, das Gesicht zu verlieren. Man hat Angst, dieser Mann hat Angst, das Gesicht zu verlieren, das er schon verloren hat, wo er sich selber nicht in den Spiegel gucken kann, dass das da seine Persönlichkeit zerbröckelt. Der hat nicht den Mut, hinzustehen und zu sagen, ich habe Scheiße gebaut und es tut mir wahnsinnig leid. Aber das wäre eigentlich Augenhöhe. Also die Mutter hat das nicht gemacht mit dem Vertrag und der Vater auch nicht und die Mutter ist dann gestorben. Die Mutter hat auf dem Sterbebett, das ist im letzten Video sehr gut eigentlich erzählt, die Mutter hat auf dem Sterbebett der Tochter nochmals gesagt, hol das Geld. Und die hat da in diesen letzten Momenten
ist die wirklich mit der Tochter, ich drehe das um, mit der Tochter auf Augenhöhe gewesen. Die hat sich bei der Tochter entschuldigt dafür, dass sie der Tochter nicht gesagt hat, dass sie mit einer Hüftdysplasie zur Welt gekommen ist. Also die Tochter, die hatte 46 Jahre lang Schmerzen und hat unter Schmerzen gelitten, und als die Tochter das mit 30 rausgefunden hat, ging sie zur Mutter und hat gesagt, hey, ich weiß, dass es Röntgenbilder gibt. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Pubertät mal Röntgen war. Wo sind die Röntgenbilder? Und die Mutter, die hat das abgestritten. Und auf dem Sterbebett hat sie das zugegeben und hat sich erst auf dem Sterbebett, hat sie sich auf Augenhöhe mit ihrer Tochter begegnet, und da wurde viel wieder repariert, was im Leben kaputt gemacht wurde, auch von der Mutter. Und dazu möchte ich einfach sagen, das macht doch keinen Sinn, dass wir uns so selbst belügen, wie dieser Mann zum Beispiel, der Vater, wie der sich so selbst belogen hat, dass das okay ist, was er da macht. Und das ist einfach, es ist keine Augenhöhe und ist auch nicht okay, die Tochter, also die Frau zu hintergehen oder die Tochter so klein zu machen. Eigentlich wäre doch ein Vater dazu da, um ein gutes Verhältnis mit seinen Kindern zu haben, um seine Lebensweisheiten den Kindern auch weitergeben zu können und die unterstützen zu können. Das wäre ja eigentlich die ideale Rolle des Vaters. Also die Mutter, die hat da mit der Tochter auf dem Sterbebett das diskutiert auf Augenhöhe, und die Tochter, die ist dann dem Vater begegnet, da auch, nachdem sie die Mutter im Spital gesehen hat, und ging zum Vater und hat dem Vater gesagt, weißt du eigentlich, wie sehr du deine Frau verletzt hast mit deinen Affären, weil deine Frau hat mir den ganzen Morgen von Julie erzählt. Und da kam die Tochter und hat den Vater auf etwas angesprochen, was offensichtlich aktuell ist, weil der Vater, der hat in der Zeit diese alte Geliebte oder die Geliebte aus früheren Jahren wieder getroffen und hat sich mit der verabredet, während die Mutter da im Spital lag. Und die Mutter hat das rausgefunden. Die Tochter hat das aber von der Mutter nicht so verstanden, sondern die hat einfach ihren Vater darauf angesprochen, weil die Mutter ihr erzählt hat, wie sehr sie sich geschämt hat, wenn der Vater sie betrogen hat. Und da ist sehr viel Scham in dieser Familie. Da ist Scham hier bei diesem Mann und da ist Scham bei dieser Frau auch. Und da war extrem ganz, ganz viel Scham bei der Tochter. Die Tochter, die hat diese Scham übernommen, weil die Scham, die wurde über die Tochter gestülpt vom Vater, wenn er gesagt hat, du bist nichts wert, du reiß dich mal zusammen und sei jetzt nicht so schwach. Diese Glaubenssätze, die hatte die Tochter übernommen bis zu dem Moment, bis viele Jahre nachdem sie ihre Hüften operiert hat. Die Tochter hat sich geschämt, als sie herausgefunden hat, dass als ihr die Ärzte gesagt haben, dass sie eine Hüftdysplasie hat, hat sich die Tochter noch viel mehr geschämt als vorher schon, weil sie Schmerzen hatte und nicht laufen konnte, hat sich geschämt, sie hat dann gedacht, ich bin ein Krüppel und ich bin tatsächlich nichts wert.
Also die Tochter hat diese Scham, die der Vater über sie gestülpt hat, die ist mit dieser Scham durchs Leben gegangen. Und das ist eigentlich eines der schlimmsten Gefühle, wenn man so beschämt wird. Und das ist nicht Augenhöhe. Wenn man auf Augenhöhe mit jemandem umgeht, dann beschämt man den anderen nicht. Du bist nichts wert. Da fallen keine solche Bemerkungen. Und wie viel passiert das einfach so? Wie viel kommt das einfach so aus uns raus, dass wir jemanden verletzen? Und diese Verletzungen, das ist das eine, da verletzt man. Und das kann sein, dass diese Verletzungen aus uns rauskommen, weil das so weitergegeben wird, weil wir das nicht anders gelernt haben von unseren Eltern. Aber dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen, wenn das adressiert wird. Wenn diese Verletzung adressiert wird. Und jetzt wieder zurück zu dem Tag, als die Mutter da gestorben ist. Also der Vater, der wurde wütend. Einmal mehr, der Vater, der zeigt immer wieder seine Wut auf seine Tochter, wenn die Tochter eigentlich Augenhöhe möchte. Die Tochter kommt und möchte gerne Augenhöhe. Können wir das diskutieren? Hier ist etwas. Und dann wird der Vater wütend und macht die Tochter klein und hackt die klein. Das ist keine Augenhöhe. In der Psychologie gibt es dazu eine Definition, die fängt mit N an. Und die Tochter, die geht jetzt zu ihrem Bruder und sagt dann, hey Bruder, unsere Mutter hat gesagt, ich soll das Geld holen. Kannst du bitte das Geld holen? Und ich möchte nicht in die Kirche kommen, ich komme nicht an die Abdankung, ich möchte aufhören, um gegen außen gute Miene zu etwas zu machen, wo ich nicht einverstanden bin. Und mit dem Verhalten von meinem Vater bin ich nicht einverstanden, mit seiner Wut, und darum komme ich nicht in die Kirche. Ich möchte aber mit dir, Bruder, ich möchte, dass du das Geld holst, und ich möchte, dass wir nachher zu dritt die Asche von unserer Mutter gemeinsam an dem Ort beisetzen, wo unsere Mutter das gerne gehabt hätte. Und ich glaube, dass dann eine Kommunikation möglich ist unter uns in der Familie. Weil wenn jemand stirbt, dann kann vieles, das da so chaotisch war, und da könnte eigentlich vieles aufgelöst werden. Und was jetzt in dieser Familie passiert ist, der Bruder sagt wieder, ja Schwester, mache ich. Und geht da wieder hintenrum zum Vater oder wie auch immer das da gelaufen ist. Der holt das Geld und die Schwester, die hört nichts mehr von ihrem Bruder. Die Schwester hat daraufhin ihren Bruder angerufen. Also der Bruder hat ihr versprochen, ich hole das Geld, meldet sich nicht mehr. Die Schwester spricht das an und da bekommt sie ein ganz anderes Gesicht von ihrem Bruder zu sehen. Der Bruder sagt nämlich, ich will nicht, dass du an die Aschenbestattung kommst. Und es hat kein Geld im Geheimfach gehabt. Das ist nicht Augenhöhe. Da stellt sich der Bruder über die Schwester und sagt, ich entscheide jetzt über mein Leben. Und ich bestimme, dass du, Schwester, nicht an die Aschenbestattung von deiner Mutter darfst.
das ist in meiner Macht und ich bestimme und sage dir, sag kein Geld. Augenhöhe hier wäre gewesen, dass der Bruder sagt, ja Schwester, ich gehe. Und sich dann meldet und sagt, hey, ich habe das Badezimmerfach aufgemacht und das und das und das war drin, was machen wir jetzt mit dem und wann, wie wollen wir das machen mit unserem Vater? Das wäre Augenhöhe gewesen zwischen dem Bruder und der Schwester. Die Schwester, die konnte nichts machen. Die hat da nicht groß reagiert. Die ist dann nach Zürich gegangen, hat das ihren Freunden erklärt, hat gesagt, was soll ich machen? Und sie ging dann sie hat sich mit einem Anwalt getroffen oder mit mehreren Anwälten und die Anwälte haben ja alle geraten, du kannst nichts machen, weil das Geld Schwarzgeld ist, das ist nicht offiziell, da kannst du gar nichts machen. Und willst du jetzt wirklich gegen deinen Vater vorgehen, willst du den Ehe- und Erbvertrag einklagen. Also. Und die Schwester hat sich dann entschieden, dass sie das nicht macht. Die wollte Schmuck mitnehmen von ihrer Mutter. Die Mutter, die hat ihr immer versprochen, du bekommst einmal meinen Schmuck. Und hat ihr auch die Schmuckstücke immer gezeigt. Das war nichts Wertvolles, aber die Mutter hat gesagt, das ist habe ich da geerbt und das kommt von da. Und auch wenn das nicht wertvoll war, die Tochter, die hätte gerne einen Schmuck von ihrer Mutter mitgenommen, als sie wieder in ihr Land zurückging, wo sie wohnte, als sie wieder abgereist ist. Und die beiden Männer, die haben sich geweigert, mit der Tochter zu reden. Der Vater hat sich geweigert, die Tochter in die Wohnung zu lassen. Und hier, das ist nicht Augenhöhe. Da stellt sich das sind zwei, da stellt sich der Vater und der Sohn über die Tochter und sagen, wir bestimmen jetzt und du hast hier nichts zu sagen. Und solche Geschichten gibt's zuhauf. Leider immer noch, dass Männer das Gefühl haben, sie sind mehr wert als Frauen, dass Männer oder Brüder das Gefühl haben, sie sind mehr wert und besser als ihre Schwestern und dass sie ihre Schwestern hintergehen, wenn es ums Erben geht. Also ich weiß, es gibt es auch vermutlich auch umgekehrt, aber rein traditionell von den Rollenbildern ist das noch so in unseren Zellen drin, mindestens in meiner Generation. Ich kann sehen, dass sich das bei den Jüngeren ändert und dass sich da was ganz anderes, ganz andere Richtungen aufmachen und andere Möglichkeiten. Aber dieses Machtspiel zwischen Menschen, ich sage jetzt hier zwischen Menschen, das passiert einfach immer wieder, dass wir die Augenhöhe verlieren. Und wenn wir die Augenhöhe untereinander verlieren, dann passiert es sehr oft, dass da unbewusste Scham und Angst mitspielen. Ich möchte das einfach mal so kommunizieren, um
darüber nachzudenken. Vielfach, wenn wir mit einem Menschen die Augenhöhe verlieren, dann passiert das, weil Scham und Angst mitspielen. Und das ist vielleicht noch nicht mal bewusst, weil man will ja da nicht hingucken. Man ist ja da dann so sicher, dass das, was man vertritt, dass das okay ist, wenn man jemanden zusammenschlägt oder wenn man in den Krieg geht. Aber Augenhöhe wäre eigentlich, das sagen die Augen ja schon, Augenhöhe. Das wäre eigentlich, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, wenn man sich in die Augen schauen kann. Ich sehe dich, ich bin ich und ich sehe mich und ich sehe dich und ich bin ich sehe mich, verstehe mich, ich sehe dich. Und was wir miteinander haben, egal ob das in einer Liebesbeziehung ist oder in einer Freundschaft oder bei der Arbeit, das, was wir miteinander hier haben, das ist ein Wir. Das ist ja auch das ist zwischen Brüdern und Schwestern so und das ist zwischen Liebesbeziehungen so, ob das nun gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich ist. Und das ist in einer Arbeitswelt so, in einem Team so, dass jeder Einzelne in einem Team sich selber ist, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Und dass alle zusammen, also es können 10 sein oder 20 sein, dass die dann so ein Pool bilden. Das sind wir. Und da sind dann ganz viele Persönlichkeiten drin und auch ganz viele Stärken. Und erst wenn wir wieder miteinander auf Augenhöhe kommunizieren, kreieren wir etwas, was besser ist als das, wenn wir hier kämpfen. Und nochmals, egal ob das in einer Liebesbeziehung ist, zwischen Geschwistern, zwischen Vater und Tochter, zwischen Mutter und Sohn oder Mutter und Tochter oder egal wie. Das wäre Augenhöhe, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und sehen kann, in alle Richtungen sehen kann.